Ja, moin und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Hammerburg entsteht. Heute mit dem dritten Teil und auch letzten Teil zum Betriebswerk, was ihr hier hinter mir sehen könnt. Im Speziellen geht es heute um die Behandlungsgleise, also sprich Bekohlung, Besandung, Wasser und die Schlackegrube. Ja, das Video ist heute sehr techniklastig, muss man sagen, denn ich zeige ziemlich genau, wie der Kran fährt auf seinen Schienen, den Motor, wie das angetrieben ist, wie er sich dreht, wie die Schaufel hoch und runter geht, aber auch die Schlackegrube selbst, dass da Dampf austritt aus der Schlackegrube und so weiter. Das werde ich euch alles im Detail heute vorstellen. Falls euch davon irgendetwas nicht so interessiert, dann könnt ihr auch gerne vorspulen. Ich habe wieder einzelne Kapitel angelegt, sodass ihr unten mit der Maus oder am Handy auch in den Kapiteln vorspringen könnt und dann auf das nächste Thema skippen könnt. Ja, und dann noch ein kleiner Ausblick auf das, was jetzt kommen wird. Es war ja eigentlich geplant, dass das Industriegebiet, was sich jetzt direkt hinter mir befindet, also der Platz dafür, dass das als nächstes entstehen wird. Allerdings sind da jetzt zwei Themen, die mich dazu bewogen haben, doch erstmal etwas anderes zu machen. Das erste Thema ist, ich möchte endlich gerne mal wieder fahren. Und das kann ich nach dem jetzigen Bauzustand, den wir jetzt hier haben, leider nicht. Denn die Strecke endet hier vorne, es gibt keinen provisorischen Wendel mehr. Ich hatte ja hier die Umbaumaßnahmen gemacht, dass das Badezimmer rausfliegt und so weiter. Habe hier die ersten Rahmen aufgestellt. Aber damit habe ich keine Strecke und eine weitere provisorische Strecke aufzubauen, hatte ich jetzt wirklich keine Lust zu. Insofern habe ich mir jetzt überlegt, ich werde den Rahmenbau für Bauabschnitt 3 jetzt vorziehen und werde dann soweit alles schon fertigstellen, dass auch die Trassen gelegt werden können. Das Material liegt hier alles schon, das Holz liegt da. Und ich habe da auch schon die ganzen Gleise zusammen. Im nicht sichtbaren Bereich habe ich ja C-Gleis, das wird da auch wieder verlegt, auch im Wendel. Und im sichtbaren Bereich arbeite ich weiter mit K-Gleis. Das werde ich alles soweit schon aufbauen, sodass dann und auch anschließend mit Kontaktgleisen, Weichen und dergleichen, sodass dann auch ein Fahrbetrieb möglich ist. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Der zweite Grund ist, ich bekomme im April Besuch, und zwar von dem Gewinner der Umfrage zum Haltepunkt, der beim Betriebswerk ist. Der holt seinen Preis nämlich persönlich ab. Das ist ein lieber Modellbahnkollege aus der Schweiz. Der besucht mich dann im April und da möchte ich natürlich auch eine fahrbereite Anlage zeigen, ist ja klar. Insofern wird dieses Projekt vorgezogen und erst wenn das so weit fertig ist, dass alles fahrbereit ist, dann geht es an das Industriegebiet, was hinter mir liegt. Also schöne Grüße in die Schweiz. Du bist dafür verantwortlich, dass ich meinen Plan umgestellt habe. Aber das mache ich gerne und ich freue mich ja auch drauf. Dann, wo ich gerade bei Grüßen bin, möchte ich diesmal auch mal noch jemanden grüßen aus Dortmund, der liebe Kai und seine Kinder, die auch fleißige Zuschauer meiner Videos sind, wie ich erfahren habe. Also liebe Grüße nach Dortmund. Und auch nochmal ganz liebe Grüße und herzlichen Dank an Arild aus Norwegen. Vielen Dank, lieber Arild, dass du ein Mitglied meines Kanals geworden bist. Ich freue mich sehr darüber. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir legen nach dem Intro los. Ja, im heutigen letzten Teil von das Betriebswerk wird es darum gehen, diesen Bereich hier, der bisher noch nicht angeschlossen ist, auch mit anzuschließen, so wie die Drehscheibe in Teil 2 und der Lokschuppen in Teil 1. Also es wird alles angeschlossen, alle Rückmeldegleise werden entsprechend angeschlossen. Dann wird es darum gehen, diese Schlackegrube mit Rauch zu versehen und diesen fahrbaren Kran, der fährt ja hier auf zwei Schienen hin und her, kann sich drehen, hat Beleuchtung, hat Sound und alles.
diesen Kran jetzt hier auch endgültig sozusagen einzubinden, so dass er auch über iTrain steuerbar ist. Und ja, das ist dieser Part. Und dann seht ihr, dass hier die Gleise enden. Hier war damals das Modulende sozusagen. Und ich hatte das ja alles in Windtrack auch schon vorgeplant, das gesamte BW, und auch in diese Anlage integriert. Und diese Gleise hier sollen jetzt hier weiterführen und sozusagen hier noch an die S-Bahn-Strecke, die da hinten noch rumläuft, an diese S-Bahn-Strecke angeschlossen werden. Das heißt, diese Gleise müssen jetzt hier noch entsprechend verlängert werden. Genauso wie dieses Umfahrgleis, so nenne ich es mal, das muss auch noch hier angeschlossen werden. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, die S-Bahn hier hinten muss natürlich auch noch entsprechend gestaltet werden. Die Strecke, die ist nämlich nur bis ungefähr dort gestaltet und muss dann bis hier unten auch noch durchgestaltet werden, und auch der Übergang zum Hintergrund. Ich habe jetzt hier schon provisorisch ein paar Büsche mal reingesteckt, aber auch diese Böschung zum Hintergrund soll, so wie auch schon in Teil 1 beim Lokschuppen, hinten den Übergang bilden und ja, so ein Knick gestaltet werden mit Büschen, Bäumen und so weiter. Dann starten wir mal. Als erstes wollte ich mich hier um die Schlackegrube kümmern. Die habe ich seinerzeit komplett selbst gebaut. Also es gibt ja heutzutage auch schon Bausätze dafür. Die habe ich damals nicht gefunden oder auch nicht wirklich danach gesucht, muss ich sagen. Und es musste auch individuell eingepasst werden. Das heißt, das eine Gleis lief ja so gerade und das andere etwas schräg. Deshalb
war es sowieso angebracht, hier einen Selbstbau zu machen. Ja, das ist sozusagen abnehmbar unter diesem Segment der Behandlungsgleise, steckte da so drunter und auf diesen Stahlträgern hier, ich komme mal ein bisschen näher ran, vielleicht kann man das dann besser sehen, auf diesen Stahlträgern lag dann das eine Gleis und das andere Gleis ist sozusagen dann hier gewesen, ne? Also auf diesem Betonsockel hier. Ja, eigentlich war es von vornherein geplant, hier das Ganze qualmen zu lassen. Ich hatte da auch schon mal was eingebaut. Man sieht hier so ein Loch, was so ein bisschen mit Alupapier noch ein bisschen kaschiert ist. Da unten ist dann sozusagen der qualmende Rauch reingedrückt worden von einem kleinen Ventilator, der hier an der Seite steckte. Hier drunter war der Verdampfer. Und das sollte dann hier reingedrückt werden. Hier vorne ist auch so ein Sichtfenster, damit man sieht, wie viel Rauch da jetzt gerade drin ist. Und diese kleinen Schlackeberge, die hier drin sind, die sind komplett durchlöchert. Und da sollte eigentlich dann der Qualm rausziehen, der Rauch rausziehen. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, muss ich sagen. Und also es ist ein bisschen was rausgekommen, aber es war kaum sichtbar. Und das will ich jetzt verbessern, beziehungsweise ganz anders gestalten. Und wie ich das mache, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Zunächst einmal habe ich vor, diese Schlackehaufen, die versuche ich mal zu retten, dass die hier drin bleiben können. Aber ich habe vor, das, was hier als Wasserfläche dargestellt ist, erstmal mit einem Cuttermesser rauszuschneiden, sodass alles drumherum hier, alles was jetzt Wasser ist, offen wird. Und dann werde ich hier unten den ganzen Kasten entsprechend noch aufschneiden, sodass ich letztlich eigentlich nur das Gestell hier oben behalte, ungefähr bis hier. Und dann soll der Qualm von unten kommen und hier eine Klappe mit eingebaut werden, die dann, wenn der Qualm raus soll, nach unten wegfährt. Das mache ich dann wahrscheinlich mit Servos. Ich werde da 2 Servos einbauen, die diese Klappe dann nach unten machen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es nur eine Klappe werden, dann brauche ich wahrscheinlich auch noch ein Servo. Aber vorsichtshalber habe ich mal 2 Servos besorgt. Ja, das ist das eine, sodass diese Klappen dann nach unten gehen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, diese Häufchen bleiben können. Wenn nicht, muss ich sie halt neu machen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und wenn dann die Klappe nach unten geht, muss ja von irgendwoher der Qualm kommen. Und dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Ich möchte diese Klarsichtkiste sozusagen von unten da noch drunter montieren. Das heißt, das wird hier auf den Deckel montiert und dann auf diese Kiste drauf gesteckt. Ich nehme das mal ganz kurz weg. Und in dieser Kiste, das ist dann sozusagen die Rauchkammer, da wird es dann solche Verdampfer geben. Ja, das sind ganz normale Befeuchter, Luftraumbefeuchter, und die funktionieren auch mit SR24 und das habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert. Und das Ganze wird dann an AC-Strom gehängt, wird hier umgewandelt in die benötigten 5 Volt und das Ding wird dann mit 5 Volt betrieben. Bei den Verdampfern habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass diese Platine hier einen kleinen Schalter hat, mit dem man verschiedene Modi einstellen kann, zum Beispiel Intervallrauchen, Dauerrauchen oder irgendwie sowas. Ich glaube 3 verschiedene Modi sind das. Und das setzt sich jedes Mal wieder zurück, wenn man den Strom ausschaltet. Das heißt, ein Dauerqualm ist hier nicht dauerhaft einstellbar. Und das möchte ich aber. Und man kann das verhindern, indem man auf der Rückseite, da sind, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da sind hier 2 so kleine Lötpads. Und mit diesen beiden Lötpads, wenn man da wenn man die verbindet mit Zinn, also wenn man die verlötet,
dann überbrückt man diesen Schalter hier und man hat Dauerdampfen. Das Ein- und Ausschalten macht man ja sowieso über den Schaltdecoder. Insofern kann man das hier ruhig überbrücken und dann hat man Dauerdampfen. Das ist jetzt bei diesem Modell so. Die habe ich bei Amazon bestellt, wie gesagt. Und ich werde die mal verlinken in der Videobeschreibung. Dann dürften das eigentlich auch diese mit den Lötpads sein, aber es gibt verschiedene Modelle, wie gesagt. Ne? Also wenn ihr das nachbauen wollt, dann müsst ihr euch da erstmal vergewissern, dass hier auch diese beiden Lötpads zum Überbrücken von diesem Schalter sind. Ja, das nochmal als kurze Info. Und die sollen dann hier so drunter kommen. Unter diese Kiste sollen die montiert werden. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommt da jetzt das SR24 dran? Also diese Pinöppel hier, das was ist das, so Watte, und die saugen sich dann voll und durch die Kapillarwirkung wird das Rauchdestillat, das wird dann nach oben befördert und hier oben dann verdampft und dann sammelt sich, so der Plan, hoffentlich alles in dieser Rauchkammer, und wenn die Klappen dann aufgehen von diesem Teil, dann, so hoffe ich, wird das als Schwall oben rauskommen. Die machen auch ein bisschen, da kommt der Rauch so ein bisschen mit Druck raus. Die werde ich also auch so positionieren, dass sie dann direkt hier drunter sind und dann den ganzen Qualm sozusagen mit sich ziehen. So ist der Plan. Ja, ob das funktioniert, werden wir dann sehen. Ich werde jetzt hier mal einen Probeaufbau machen mit dieser Kiste und das hier oben dann, wie gesagt, das da drauf montieren, hier Löcher reinmachen und erstmal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ne? Und dann werde ich das mit den Servos noch gestalten, dass die dann umklappen. Gut, ich habe mir überlegt, damit ich nicht alle 5 Minuten irgendwie hier dieses Rauchdestillat dran machen muss, habe ich solche kleinen Fläschchen. Die sind von meiner Frau, die hat die über gehabt. Und habe ich sie gleich gefragt, ob ich die haben kann, weil die sind wirklich dafür ideal gemacht. Ne? Und ich möchte jetzt hier in den Deckel gerne ein Loch reinmachen, sodass ich den gesamten Verdampfer hier so reinstecken kann, am Deckel fest verkleben kann, sodass der dann so sozusagen hier oben rausguckt. Also das schwarze hier Runde hier oben soll hier oben rausgucken. Und dann kann das ganze Ding mehr oder weniger so in dem Glas drin stecken. Das Glas, da ist dann SR24 drin. Das habe ich hier auch, wie gesagt, schon mal ausprobiert. Und dann wird das hier festgeschraubt, hängt hier so drunter mit dem Verdampfer. Und dann werden, das weiß ich noch nicht genau wie, aber auf jeden Fall werden die dann angesteuert. Also wenn eine Lok dann hier auf das Gleis fährt, löst sie einen Kontakt aus und der Kontakt wiederum löst dann die Verdampfer aus. Beziehungsweise noch nicht mal dieser Kontakt, sondern wenn die Fahrstraße durch iTrain gestellt wird, dann wird ja dieser Block reserviert und mit dieser Reservierung will ich dann sozusagen diese Verdampfer schon einschalten. Sodass, wenn die Lok dann da ist, auch genügend Dampf hier in der Dose, in der Rauchkammer drin ist. Und wenn die Lok dann hier zum Stehen kommt, dann soll die auch das Rüttelrost und was ich nicht alles anmachen. Und dann soll die Klappe aufgehen, sodass ein Schwall von Dampfqualm da rauskommt. Ja, so der Plan. Habe ich jetzt wieder viel gesabbelt, ohne dass ihr was gesehen habt. Aber ich dachte, ich mache mal eine kleine Einführung, wie ich es überhaupt vorhabe. Und jetzt zeige ich, wie ich das umsetzen werde.
ihr seht jetzt hier meinen Versuchsaufbau. Und zwar die zusammengebaute Dose, was ich eben gerade schon gezeigt hatte. Und hier unten dran die beiden Behälter für die Füllung der Rauchkammer. Und das Ganze kann man jetzt hier so von unten einfach einklicken und das hält wunderbar. Die werden natürlich hier noch richtig befestigt. Das werde ich gleich machen. Das heißt, die werden mit dem Kasten verbunden, nur die Deckel hier oben, sodass man hier unten diese Fläschchen ganz normal wieder rausschrauben kann, auffüllen und wieder reinschrauben kann. So, jetzt geht es darum, diese Deckel hier mit der Rauchkammer zu verbinden, sodass ich von unten die Fläschchen aufsetzen kann und festschrauben kann. Dazu werde ich mir hier aus so einer Balsaholzstange einen Rahmen aufkleben, diesen von unten auch noch verschrauben, sodass das stabil da drin hängt und alles, was dazwischen ist, mit Heißkleber einmal auffüllen. Und ich hoffe, dass dann die Deckel sich auch nicht weiter verdrehen. Ich habe schon überlegt, ob ich da noch eine Schraube mit einsetze, aber ich versuche es erstmal so. Jetzt hier an den Ecken 4 kleine Schräubchen vorbereitet und jetzt wird dieser Rahmen hier gleich eingesetzt, die Schräubchen in diesen Rahmen reingeschraubt, sodass der Rahmen nicht mehr verrutschen kann und dann wird das Innere hier gleich mit Heißkleber aufgefüllt. Einmal hier zum Aufbau. Also ich habe jetzt hier die Rauchkammer von innen, wie schon gesagt, diesen Rahmen dort eingebaut. Der ist bombenfest. Das ist durchgehärtet jetzt. Die Flaschendeckel sind auch bombenfest. Ich zeige euch gleich, wie man das abschrauben kann. Diese Teile hier, diese Verdampfer, die kann man rausnehmen. Die sind nur reingesteckt. Und die Kabel führen jetzt hier durch ein kleines Loch nach außen. Und hier sind die Platinen sozusagen angebracht. Hier geht es zu dieser 5 Volt Stromversorgung. Die wiederum ist hier unten an Vago-Klemmen angeschlossen. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und da geht dann jetzt ein Kabel zur Stromversorgung. Das wird natürlich dann zu einem Schaltdecoder gehen. Und der Schaltdecoder wird wiederum geschaltet durch das Kontaktgleis, wenn das ausgelöst wird. Genau, so. Jetzt würde das ja so unter der Anlage hängen und jetzt kann ich die Flaschen entsprechend drehen, abmachen und wieder, ich kann das jetzt gerade so schlecht sehen hier mit der Kamera vor den Augen, wieder reinmachen, festschrauben, fertig. Das gleiche natürlich auch mit der anderen. So. Ja, das ist dermaßen fest, dass da auch nichts passieren kann. So, der Aufbau ist fertig soweit. Ich zeige euch mal, was ich jetzt noch gemacht habe. Und zwar
jetzt hier ein Mechanismus drin mit einem Servo, der hier mit einem Stelldraht sozusagen mit dieser Klappe befestigt ist. Hier ist ein kleines Scharnier und ich schalte den jetzt mal, beziehungsweise kann ich den ja auch hier rüber. Das ist jetzt dieser Auf- und Zu-Testlauf hier. So, und dann kommt das Ganze hier draußen. Das Kabel habe ich hier durchgeführt, auch noch verlängert, dass es dann zum Decoder hinkommt. Das Ganze kommt hier drauf. Also man kann hier unten ja auch diese Verdampfer sehen. Da kommt dann gleich der Qualm raus. Und ich werde es jetzt mal anstellen. So, die Verdampfer sind an. Das ist quasi die Lok fährt jetzt gerade hier oben drauf. Durch den Kontakt werden die Verdampfer angestellt und dann mit einer Zeitverzögerung, also wenn die Lok dann zum Stehen kommt, wird dann die Klappe drin ausgelöst. Dann kommt ein Schwall da raus. So, und dann wird der Qualm einmal abgestellt. Dann dampft es noch ein bisschen nach. Und dann mit etwas Zeitverzögerung wird dann die Klappe wieder geschlossen. Ja, das war's soweit. Jetzt wird die Grube hier noch wieder in das Modul eingepasst. Und damit ist dieses Projekt erledigt. Noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe hier auch noch ein Flackerlicht eingebaut. Das sind zwei LEDs, die orange flackern, wie so Kerzenlicht oder auch Lagerfeuer. Die sind hier einfach aufgeklebt, gehen mit dem Kabel nach hinten raus und gehen dann zum Schaltdecoder. Die flackern automatisch. Das heißt, die werde ich dann auch, so wie den Rauch, zusammen mit dem Kontaktgleis einschalten. Und hier sieht man dann jetzt das Schaltgleis. Ja, hier sieht man dann jetzt den Schaltdecoder. Zum einen wird er hier mit Digitalstrom eingespeist. Wenn die grüne LED leuchtet, sieht man, dass Digitalstrom anliegt. Das heißt, das Kabel geht zur Zentrale. Und auf der rechten Seite hier wird dann DC-Strom eingespeist. 12 Volt sind das, die ich hier einspeise. Und diese 12 Volt werden dann hier unten wieder abgegeben. Da habe ich zwei Ausgänge programmiert. Einer geht halt zu den Verdampfern, wo auch nochmal umgewandelt wird auf 5 Volt. Das hatte ich euch ja schon gezeigt mit diesen anderen kleinen Modulen. Und dieser hier geht zum Flackerlicht. Und wie gesagt, wenn die Lok auf das Kontaktgleis fährt, wird das über diesen Schaltdecoder dann ausgelöst. Und der Rauch fängt an und das Flackerlicht fängt an. So, jetzt wird es mal um den fahrenden Kran gehen. Zunächst einmal, er sieht farblich jetzt ziemlich einheitlich aus, würde ich mal sagen. Alles so in braun gehalten. Ich habe den schon mal ein bisschen gealtert, aber das sieht mir einfach noch zu einheitlich aus. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt hier oben diese Kabine noch mit anderen Farben zu versehen. Mal schauen, welche ich da nehme, ob ich da irgendwie ein Grün nehme oder irgendeine andere Farbe und die dann natürlich wieder so, ja, so, dass es die Farbe abblättert, ne? Wie ich das auch schon mal beim Hafen mit dem einen Gebäude gemacht habe. Das werde ich zum einen versuchen, sodass hier ein bisschen mehr Kontrast reinkommt. Zum anderen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo ich diesen Kran gebaut habe. Und der ist ja fahrbar und die Kanzel hier oben dreht sich auch, kann sich auch unendlich drehen. Und auch die Schaufel hier vorne lässt sich heben und senken.
Und den Mechanismus dazu für die Schaufel, der ist hier in diesem Gehäuse. Da ist eine kleine Spindel drin, die das sozusagen dann aufrollt und abrollt. Die möchte ich noch mal ein bisschen optimieren. Ich versuche es zumindest, sodass die Schaufel schneller auf und ab geht. Zum anderen das Drehen der Kanzel, das ist ein Mechanismus, der hier unten drin ist. Ich versuche das auch gleich nochmal zu zeigen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig im aufgebauten Zustand, das werde ich dann gleich nochmal nachholen. Der funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und da werde ich auch nichts dran ändern. Was dann noch hinzukommt, ist, dass hier diese Stromaufnahme, die hier unten stattfindet, und dazu kann ich den Kran, glaube ich, mal kurz drehen. Die findet hier statt mit so metallernen Stromabnehmern, sage ich mal, die ich selbst gebaut habe, hier angelötet habe. Da will ich auch noch ein bisschen was optimieren. Man sieht hier auch die Schleifspuren, dass da auch ein bisschen Dreck mit dran ist. Also ich werde die erstmal reinigen und gucken, dass der dann auch besser läuft. Oder ich muss hier halt andere Abnehmer ranmachen, die den Strom besser leiten und aufnehmen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Ja, dann seht ihr hier auch einen Magneten. Damit wollte ich eigentlich Read-Kontakte ansteuern. Das ist nicht stark genug. Da habe ich jetzt auch schon Material nachbestellt, dass hier die Read-Kontakte besser auslösen. Die Read-Kontakte selbst sind im Gleis sozusagen neben den Gleisen eingelassen. Das muss ich noch optimieren. Ja, und bei diesem Blick seht ihr auch gerade unter der Kanzel, da ist der Mechanismus, die Stromabnahme für die Kanzel oben. Da versuche ich auch noch mal ein paar Bilder vom Bau damals mit einzublenden. Und hier sitzt der Motor und hier der Lautsprecher dafür. Und hier quer kann man sehen, dass der Decoder, die Decoder-Platine eingebaut ist. Alles sehr eng insgesamt, aber es funktioniert. Ja, dann habe ich hier noch ein gelbes Warnblinklicht. Das muss ich auch noch mal gucken. Das lässt sich nämlich leider nicht ansteuern. Da ist irgendwas mit passiert. Ja, also hier ist noch ein bisschen was zu tun. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Kranführer mit drin. Das habe ich damals auch schon ganz ordentlich gemacht. Hier eine Beleuchtung. Hier oben ist auch eine Beleuchtung. Ja, und natürlich ist in der Kanzel auch eine Beleuchtung eingebracht, die sozusagen indirekt die Fenster auch anleuchtet, und hier vorne wird auch ein bisschen Licht zu sehen sein. Ja, das ist der Kran. Die Räder hier unten habe ich aus ehemaligen Wagenrädern hergestellt. Man kann es hier vielleicht noch sehen. Da habe ich ein bisschen was von der Achse in der Mitte übergelassen. Die habe ich also gekürzt. Und das Rad dann hier in den Kunststoffständer vom Original Kran mit eingebaut. Und der fährt dann so auf den Schienen, beziehungsweise wird ja gezogen. Den Mechanismus werde ich auch noch einmal zeigen. Ja, gelitten hat er natürlich auch ein bisschen. Die Geländer sind lose, die muss ich wieder befestigen. Ja, die Treppe, die hier eigentlich runtergeht, die gibt es bei mir nicht. Aus Platzgründen war hier vorne nämlich das seht ihr gar nicht, aber hier vorne nämlich ein Gleis entlang führt, und da wäre die Treppe im Weg gewesen, deshalb habe ich sie einfach weggelassen. Diesen Vorstand, dieses Plateau hier habe ich auf jeden Fall gelassen, das lockert das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Ja. Gut, dann machen wir uns mal an die Arbeit. So, nun kümmere ich mich mal um die Verbesserung des Antriebs. Das hier war, beziehungsweise ist weiterhin das Gestell, wo der Motor reinkommt. Und hier drin ist eine Rolle, wo dann der Zugdraht einmal in die Richtung aufgerollt wird
und einmal in der anderen Richtung auch. Das Ganze war schon hier montiert, ungefähr hier. Und genau hier, da oben sind auch noch die Drähte von dem Motor. Allerdings hatte ich diese, ja, wie nennt man das da drin, diese Welle, die war hier nicht so gut verarbeitet. Das will ich jetzt besser machen und auch die Welle ein bisschen größer machen, damit der Kran auch einen kleinen Tick schneller fährt. Ja, hier drin sind solche kleinen Kugellager. Das wird dann hier auf das Messingrohr aufgesteckt und hier in den Löchern mit eingesetzt, sodass diese Rolle hier sehr schön leichtläufig ist. Vergrößern möchte ich diesen Zwischenraum da drin mit einem handelsüblichen Labello. Den werde ich mir einfach auseinandernehmen, der ist sogar noch in Betrieb. Ich habe aber keine andere Idee gehabt, was man da hätte machen können. Rohre hatte ich nicht mehr und da jetzt extra was kaufen, nur für diesen Antrieb hatte ich jetzt nicht vor. Insofern wird das als Zwischenstück hier dienen, mit den beiden Unterlegscheiben an den Enden so verklebt. Dann wird das Rohr hier durchgeführt und das Ganze hier wieder eingesetzt. Der Motor kommt hier so rein. Da ist auch extra schon eine Kerbe drin, dass das fest sitzt. Und dann kann das Ganze hier wieder so eingesetzt werden. Das hat wie gesagt vorher auch schon funktioniert, ist auch eine ganze Weile gelaufen, aber das hier in der Mitte, das gefiel mir halt einfach nicht. Das musste ich jetzt mal neu machen. Und als Zugdraht benutze ich einen Nylondraht, 0,45 mm im Durchmesser. Der hat eine ordentliche Reißfestigkeit, also da kann man schon ordentlich was dranhängen. Und ja, wenn man sehr doll dran zieht, dann dehnt sich das auch noch ein ganz klein wenig. Und das kommt mir natürlich entgegen, wenn ich nachher die Drähte in dem Kran einhänge, um das genau auszurichten von der Länge her. Das kommt da auch wieder rein. Und die Haken, wo der Kran dann eingehängt wird, das zeige ich dann später nochmal. Ja, und hier kann man dann einmal den Ausgang sehen. Von oben kommt halt dieses Band dann raus. Also oben ist es dann mit dem Kran befestigt, läuft oben über eine Umlenkrolle und auch hier über eine Umlenkrolle und wird dann ungefähr hier ja mit dem Motor verbunden. Da wird es dann auf und ab gerollt. Ja, das ist das eigentliche Prinzip. Mehr steckt da gar nicht hinter. Aber dadurch hat man halt einen, ja, keinen sichtbaren Antrieb oben am Kran. Und der bewegt sich halt wie von Zauberhand. Gut. Dann wollen wir das Ganze mal wieder installieren. Als erstes werde ich mal versuchen, hier den Deckel wieder leicht zu lösen. Der ist nur aufgesteckt und ich habe das an den Ecken mit diesem noch Hin- und Wegkleber ein bisschen versehen und ja, noch hält es ganz gut. Machen wir das mal ein bisschen zur Seite. Mal die Lichtabdeckung ein bisschen zur Seite machen. Hier sehen wir die Verkabelung
für die Beleuchtung vorne am Kran. Hier ist die Motorsteuerungszufuhr. Ja, da unten drin dann natürlich auch noch ein Decoder. In diesem Fall ein ganz normaler MLD-Decoder, der halt diesen Motor hier antreibt, ne? Für die Schaufel. Der Sound ist ja hier unten unter der Kanzel schon untergebracht. Da spiele ich dann Sounds ab, wenn sich die Kanzel zum Beispiel dreht. Die hat einen eigenen Sound. Oder der Kran fährt, das hat einen eigenen Sound. Und auch natürlich die Schaufel, die hat auch einen eigenen Sound. Gut, und hier seht ihr diese kleine Spindel, nenne ich es mal, die ich mir da gebaut habe. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich das auch noch größer hinbekomme. Problem ist halt, dass hier dieser kleine Pin noch rausguckt, der halt für die Stromversorgung zuständig ist. Da werde ich nichts dran ändern können. Also den werde ich nicht kürzen können oder sonstiges. Ich muss also sehen, dass ich diese Spindel vergrößere, damit die Schaufel auch schneller hoch und runter geht. Und dabei hier zwischen genau lande. Also wenn ich jetzt das mal so aufsetze, sieht man, dass diese Spindel zu weit nach vorne geht, ja, als dass ich sie hier jetzt so größer machen könnte, weil dann würde sie an diesen Pin rankommen. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu erkennen für euch. Ich mache da sonst vielleicht mal ein Foto von. Das heißt, ich muss die Spindel nur halb so groß machen, aber dafür größer, also im Durchmesser größer machen, sodass das schneller aufgewickelt und abgewickelt werden kann, das Band. Ja, das wird jetzt der erste Schritt sein, etwas zu suchen, was ich hier drauf machen kann, um das zu vergrößern. Ja, ich habe den Motor jetzt mal freigelegt und die Spindel, also das Band von der Spindel einmal abgerollt, soweit es ging. Und hier hatte ich mir damals aus so Pappe so einen kleinen Ring gebastelt, der hier vorne drauf war. Und ja, jetzt sehe ich, dass da drunter ein Messingrohr ist, was ich damals wahrscheinlich verlötet habe mit dem Motor. Ich mache jetzt hier gerade mal eben die Schutzpappe weg. Und hier vorne sieht man jetzt halt vom Motor sozusagen das Drehteil, was abgeht und was jetzt in dieses Messing reingeht. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, zumal das Restband, was jetzt hier ist, ich damals offensichtlich auch festgeklebt habe, was ja auch Sinn macht. Und ja, ich muss wahrscheinlich jetzt dieses hier kürzen. Und ich hatte mir jetzt überlegt eigentlich, dass ich hier Unterlegscheiben einsetze. Die sind auf dieser Seite ziemlich glatt und haben auch eine abgerundete Kante. Das heißt, da kann das Band schön dran vorbei laufen. Und wollte die dann sozusagen dafür nutzen, die Spindel zu vergrößern und dazwischen halt ein größeres rundes Stück mit einzukleben, wo dann das Band dann laufen kann. Ja, jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Problematik, dass hier ein Messingrohr eingeklebt ist und ich weiß nicht, ob ich das so entfernt kriege. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht den ganzen Motor ausbauen, weil das hier ist ja sozusagen die Schallpufferung. Da habe ich einen Schaumstoff eingeklebt, wo dann eine kleine Balsaholzplatte draufgeklebt ist und wo wiederum dann der Motor drauf verklebt ist. Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich diese Verklebung vom Motor einmal löse, dass ich den da besser rausbekomme.
So, auf der Suche nach einem passenden Zwischenstück, was ich hier zwischensetzen kann, bin ich auf das hier gestoßen. Und das ist eigentlich genau das, was ich hier vorne dran haben will. Das habe ich noch über. Das war mal ein Versuch, unten mehr Spannung drauf zu bringen. Bei dem fahrbaren Kran, da ist ja ein Zugband, das zeige ich nachher noch. Und da sollte ein bisschen mehr Spannung drauf. Und da habe ich dann halt diese, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Rollen hier auf jeden Fall mit eingebaut. Da war hier dann eine Feder dran, die das Ganze ein bisschen gespannt hat. Und das versuche ich jetzt mal hier rauszukriegen. Das scheint nur irgendwie in eine Hülse reingekloppt zu sein. Wenn ich die jetzt hier mal mit dem Dremel ein bisschen aufmache, dann sollte ich diese Rolle eigentlich rausnehmen können. Dann muss ich schauen, wie groß das Loch in der Mitte ist. Vielleicht muss ich es noch vergrößern, um es darüber zu bekommen. Oder ich werde das einfach hier kürzen. Obwohl, dann wird das zu instabil. Das muss ich mir mal anschauen. Aber das ist ja genau das, was ich wollte. Besser geht es ja gar nicht. Gut, dann nehmen wir das mal auseinander. Also mit diesem hier zwischen werde ich die Schaufel schon fast doppelt so schnell bewegen können wie vorher. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt werde ich erstmal das hier einkürzen. Perfekt. Ich bin begeistert. Ja, so scheint es perfekt zu sein. So würde jetzt das Dach drauf kommen. Wenn der Motor hier sitzt, kommt er sehr gut an diesem Pin hier vorbei, der hier unten sitzt. Und da ist eigentlich auch genügend Abstand. Da muss ich vielleicht noch ein Stück Pappe hier irgendwie dazwischen machen. Oder hier vielleicht ein Stück Pappe draufkleben, sodass hier nicht noch ein Kontakt entsteht und dadurch ein Kurzschluss. Aber das sollte nicht das Problem sein. Aber so gefällt mir das schon richtig gut. Ich werde jetzt also dieses Rad hier nochmal mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren. Dann wird das, das Band wieder aufgerollt mit der Länge, die ich brauche, maximal und kürzeste. Habe ich hier dann extra noch genügend übergelassen. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Hier ist eine kleine Öse angebracht, also ein kleiner Messingbügel, der hier aufgeklebt wurde, und an diesem Messingbügel habe ich einen kleinen Draht in Rundung
angelötet. Das kann man hier noch so erkennen. Und in diesen Draht werden dann von beiden Seiten per Haken das Zugseil eingehängt, sodass der Kran auch immer abnehmbar bleibt. Das heißt, man kann dann mit einer kleinen Pinzette diesen Haken nehmen, hier einhaken, den anderen Haken nehmen, hier einhaken und ja, damit ist dann der Kran eingehakt und kann hin und her fahren. Und genauso kann ich natürlich auch die Haken wieder abnehmen, um den Kran zum Beispiel irgendwie zu warten oder sonstiges. An dieser Stelle mal ein kleiner Einwurf. Ich bin ja jetzt gerade mit dem Gleisbau beschäftigt hinten im Betriebswerk und bei mir ist es so, dass ich mir angewöhnt habe, dass ich zum Beispiel so Weichenstraßen wie diese hier einmal komplett vorher schon zusammenlöte. Das heißt, jedes einzelne Gleis, jede einzelne Weiche wird hier einmal an den Laschen, an den Übergangslaschen komplett verlötet. Ja, sieht man hier so. Dann wird für den Antrieb von unter der Platte, wird hier diese, ja, wie nennt man das, dieses Metallstück, was hier in dieser Mechanik der Weiche drin ist, einmal rausgeflext und auch das gesamte Stellwerk einfach rausgeschnitten. Und somit ist das jetzt erstmal hier locker und wird dann hier von unten mit einem kleinen Draht mit dem Hoffmann-Antrieb sozusagen verbunden und dann lassen sie sich wunderbar schalten. Ja, ansonsten mache ich natürlich auch noch die Rostfarbe an die Schienen dran, dass ich das nicht alles im eingebauten Zustand machen muss. Und als Rostfarbe nehme ich tatsächlich die Aquacolor von Revell, Rost Nummer 83. Die wirkt ein wenig hell, das ist richtig, obwohl es vielleicht hier auch gar nicht so rüberkommt. Das bleibt aber nicht so, denn alle meine Gleise bekommen im Anschluss nochmal eine dunkle Lasur verpasst. Insofern wirkt das dann später auch nicht mehr ganz so hell, nicht mehr dann ganz so drastisch, kann man mal so sagen. Ja, das ist es eigentlich. Ja, aber wollte ich euch mal zeigen, einmal so eine Weichenstraße wird bei mir vorher komplett zusammengelötet und ist damit auch ziemlich stabil und wird auch schon verkabelt. Das ist jetzt der nächste Schritt. Das heißt, hier wird Masse noch eingespeist und Bahnstrom und sofern vorhanden auch für die Rückmelder, die Kabel. Ja, was die Einspeisung angeht, da mache ich es in der Regel so, dass ich nur für so eine Weichenstraße, die ja auch miteinander verlötet ist, ich nur jeweils eine Einspeisung mache, also einmal Bahnstrom und einmal Masse, um sicher zu gehen, dass auch die Masse überall durchgängig ist, messe ich das einmal durch. Das heißt, ich halte hier einmal irgendwo an ein Gleis an und teste dann wirklich einmal durch, ob überall Masse anliegt. Ja, man hört es piepen. Das heißt, ups, hier, da haben wir keine Masseverbindung, da muss ich noch was machen. Und hier ist anscheinend auch, doch, da ist auch Masse.
gut. Also ich habe nur hier hinten an der Weiche, da habe ich auch geflext, wie man sehen kann hier. Deshalb habe ich hier keine Masseverbindung, die muss ich dann noch herstellen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Diese müsste ich eigentlich alle haben. Jawohl, das funktioniert alles. Ja. Insofern brauche ich jetzt hier 2 Verbindungen.
Das ist nun der Rohbau der Tunneleinfahrt von der S-Bahn-Strecke. Der wird dann hier links davon auch noch erweitert um die Tunneleinfahrt für die Hauptgleisstrecke, also die Hauptstrecke. Das wird noch ein bisschen angepasst hier, das wird wahrscheinlich auch nicht so weit reingehen, wie es jetzt hier ist. Und farblich angepasst wird es natürlich auch noch.